Und jetzt schauen wir nach Großbritannien. 14 Jahre Opposition. Jetzt ist die Labour-Partei in Großbritannien tatsächlich wieder an der Regierung oder sie kommt an die Regierung. Bei der Unterhauswahl hat die Partei mit ihrem Vorsitzenden Keir Starmer einen Erdrutschsieg erreicht. Die konservativen Tories mussten dagegen das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte hinnehmen. Der scheidende Premier Rishi Sunak gestand seine Niederlage ein. Es sind wohl die schwersten Schritte seiner politischen Karriere. Gemeinsam mit seiner Frau erreicht der britische Premier Rishi Sunak am frühen Morgen seinen Wahlkreis in Nordengland. Nach ersten düsteren Wahlprognosen muss er sich eingestehen: Die Labour Party hat diese Parlamentswahlen gewonnen. Und ich habe Sir Keir Starmer angerufen, um ihm zu seinem Sieg zu gratulieren. Das britische Volk hat heute Abend ein ernüchterndes Urteil gefällt. Es gibt viel zu lernen und darüber nachzudenken, und ich übernehme die Verantwortung für die Niederlage. Mit 410 von 650 Sitzen liegt die Labour-Partei deutlich vorne, sichert sich die absolute Mehrheit im Unterhaus. Die Tories hingegen kommen nur auf 144 Sitze, mehr als 200 weniger als bei den letzten Wahlen. Die Umzugswagen stehen bereit, denn schon heute könnte die Downing Street Nummer 10 einen neuen Hausherren bekommen. Keir Starmer ist seit 2020 Oppositionsführer der Sozialdemokraten. Mit seinem monumentalen Wahlsieg beendet er die 14-jährige Vorherrschaft der konservativen Tories. Heute Abend haben die Menschen hier und im ganzen Land gesprochen und sie sind bereit für einen Wandel, der die Politik der Leistung beendet. Eine Rückkehr zur Politik als öffentlicher Dienst. Der Wandel beginnt genau hier, denn es geht um ihre Demokratie, ihre Gemeinschaft und ihre Zukunft. Sie haben gewählt, jetzt ist es an der Zeit, dass wir etwas tun. Und es gibt einiges zu tun für den 61-Jährigen. Das Land steht vor vielen Herausforderungen. Ein marodes Gesundheitssystem, zu wenig Wohnraum und auch der Brexit steckt den Briten noch immer in den Knochen. Den Austritt aus der EU hat er nie gewollt. Ob die neue Regierung ihren politischen Kurs wieder mehr in Richtung EU ausrichtet, könnte sich bereits beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in 2 Wochen zeigen. Und da schalten wir jetzt nach London direkt zu Politico-Korrespondentin Anne McElvoy. Ja, also Labour übernimmt. Wie will denn der designierte Premier Starmer eigentlich das Land aus der Krise führen? Ja, das ist etwas schleierhaft, denn dieses Wahlergebnis war natürlich ein eklatantes Nein für Rishi Sunak und für die Tories nach diesen 14 Jahren an der Macht. Und Rishi Sunak hat gar von Wut und Enttäuschung gesprochen, als er dort seine letzte Rede in Downing Street gehalten hat. Keir Starmer hat sich für den Wandel ausgesprochen, für Change. Das war wirklich Sprichwort seines Wahlkampfs. Change wohin ist natürlich die Frage jetzt. Er muss etwas machen für die Wirtschaft, das ist schon klar. Er muss das wirklich ankurbeln. Wir kamen ziemlich langsam von dieser dieser Pandemie-Epoche, dann kamen wir wirklich sehr langsam raus. Er hatte das Problem, das haben Sie ja auch benannt in dieser Reportage, die NHS, dieses beliebtes Gesundheitssystem, ist auch sehr unterfinanziert und teilweise marode. Und es gibt natürlich ein internationales Bild, das für alle Leaders überhaupt in Europa schwierig ist. Wie sollen sie dann Israel unterstützen, aber auch mit den Problemen innerhalb der Partei über Gaza und das, was in Gaza geschieht, dann irgendwie zurechtkommen? Das heißt, er hat viele Fragen offen. Vorhang ist zu, sozusagen, für Rishi Sunak, aber für Starmer wirklich sehr viele Fragen offen. Ja, also Sie haben das ja eben schon angesprochen mit Israel und Gaza. Also Labour hat ja ein Antisemitismusproblem in den eigenen Reihen. Ist das denn inzwischen irgendwie aufgearbeitet oder besprochen? Es ist besprochen und Keir Starmer hat sich wirklich mit diesem Problem, hat wirklich Schwierigkeiten gehabt und hat sie noch. Es gibt hier und da Wahlbezirke, das haben wir auch bei diesem Wahlsieg gesehen, wo Labour-Kandidatinnen oder Kandidatinnen entweder persönliche mit Schwierigkeiten zu tun hatten oder gar verloren haben. Das ist, muss ich sagen, das sind Randerscheinungen. Aber das Problem in der Partei ist
Vielleicht das ist das Geringste jetzt. Antisemitismus hat er gesagt, das gehört zu dieser Epoche von Jeremy Corbyn, dieser harte Linker, wo das war immer diese Anschuldigungen, die werden dann so, wirklich dieser Feindseligkeit gegenüber Israel war extrem. Das kann man wirklich Keir Starmer nicht ankreiden, aber nach wie vor hat er in seiner Partei genug Stimmen, die sagen, die wollen wirklich eine härtere Linie gegen Israel. Und das spaltet dann möglicherweise Keir Starmer dann ab von unseren Alliierten in Washington. Man hört ja schon von der Biden-Verwaltung, dass sie nicht so zufrieden sind, wenn die Briten sagen, ja, passen Sie auf, was da in Gaza passiert. Und unter Donald Trump wird das, glaube ich, noch entscheidender. Und das kann wirklich zu einem Krach führen zwischen USA und Großbritannien. Aha, das sind natürlich nicht so gute Aussichten, aber jetzt mal auf das Land insgesamt geguckt. Also seit Jahren ist es ja wirklich, gibt es ein chaotisches Build-up unter den Tories. Starmer hat gesagt, er will eine Rückkehr zur Seriosität. Wie gut stehen die Chancen, dass er das tatsächlich schafft, also wieder Vertrauen zu schaffen und einen Aufbruch in diesem Land nach den lähmenden Jahren, auch nach dem Brexit? Ja, man kann schon sagen, Keir Starmer und sein Finanzminister, das wird Rachel Reeves, sie ist auch sehr erfahren in Finanzsachen. Sie war früher auch bei der Zentralbank, bei Bank of England. Also man kann nicht sagen, dass sie nicht seriös sind. Ja, und das Erscheinungsbild von Labour ist jetzt weitgehend seriöser, als es früher war, vor allem in dieser extrem linken Periode, wo das wirklich war nur eine Partei der Aktivisten. Starmer hat seine Partei zurück in die Mitte geschleppt. Und das Problem ist jetzt nicht so sehr, dass er nicht seriös ist. Er ist auch von Hintergrund also Menschenrecht. Er steht sehr für Menschenrecht da, er ist Anwalt und sehr erfahren. Aber wenn man sagt, was bedeutet diese Seriosität, was soll das heutzutage bedeuten Europa gegenüber? Sie sprechen da Brexit an. Und hierzulande ist es vielleicht ein bisschen anders, als es manchmal in Europa erscheint. Ich glaube nicht, dass die meisten Briten sofort wieder in die EU wollen. Das will auch Keir Starmer nicht. Er hat für den Verbleib gestimmt, aber er weiß, wenn er das wieder öffnet, wenn diese Frage, diese Gretchenfrage wieder öffnet, dann könnte das wieder zum Krach führen. Das heißt, er muss es viel managen. Er muss dann sich auch profilieren. Aber er kann nicht alles sozusagen wieder gut machen, wie es früher mal war. Das geht halt nicht. Also da ist auf jeden Fall viel zu tun und wir hören nachher auch, was Keir Starmer selber zu sagen hat. Hören wir uns an in Downing Street Number 10. Anne McElroy, vielen Dank.